Der Beheim-Globus ist der älteste Erdglobus der Welt. Das älteste Exemplar, was wir kennen, um es noch ein bisschen genauer zu sagen. Er ist in der Zeit zwischen 1492 und 1494 entstanden und somit sehr, sehr alt, das kann man sagen. Das ist ein wichtiger Grund, warum er UNESCO-Welterbe wurde. Und er ist in einer interessanten Zeit auch entstanden. Und zwar in der Zeit der sogenannten portugiesischen Entdeckungsfahrten, portugiesischen, spanischen. Es waren schon viele Länder in Europa beteiligt an diesen Erkundungsexpeditionen Richtung Südostasien. Und genau in der Zeit, in der er entstanden ist, wurde dann auch der neue Kontinent, also die Amerikas, entdeckt. Auch in Anführungszeichen, denn Christoph Kolumbus war sich jetzt auch nicht ganz so sicher, was er dort genau gesehen hat. Und es hat auch viele Jahrzehnte noch gebraucht, bis man in Europa wirklich erkannt und auch akzeptiert hat, das ist vielleicht noch wichtiger, was man dort gefunden hat. Das hat Europa völlig erschüttert. Und das Spannende im Globus ist, dass er diesen neuen Kontinent eben auch noch nicht zeigt. Das heißt, wir haben ganz viel Wasserfläche und er ist eher ein Beweis dafür, dass man sich vorgestellt hat, dass dieser Weg von Europa nach Japan und nach Südostasien einer war, den man bewerkstelligen konnte. Das sind einige Gründe, warum er UNESCO-Welterbe geworden ist. Darüber hinaus ist er ein wahnsinnig interessantes Denkmal für diese Zeit um 1500. Wir sehen am Globus selbst, an seiner Gestaltung, wie die Portugiesen, ein bisschen wie Ameisen, könnte man sagen, die afrikanische Westküste und Südwestküste abgekrabbelt sind. Wir haben dort solche portugiesischen Wappenbanner. Wir können also genau nachvollziehen, dass die Portugiesen auf dem Globus bis zum Kap Leto gekommen sind, also noch hinter dem Kap der Guten Hoffnung, was viele kennen. Ein Stand von 1488, also auch recht zeitnah. Und daran können wir wirklich genau erkennen, nicht nur, was die Portugiesen bis dahin geleistet haben, sondern auch, was die Hoffnungen waren. Wir sehen nämlich darüber hinaus Schiffe, portugiesische Handelsschiffe, die dann schon in den Indischen Ozean reinfahren, sogar bis Südostasien. Das heißt, wir sehen in dem Globus sowohl sozusagen in die kürzere Vergangenheit als auch den gegenwärtigen Zustand, als auch die Hoffnungen, die in der Zukunft mit diesen Expeditionen verbunden waren. Und das sieht man auch an vielen Inschriften. Man muss sich den Globus so vorstellen, dass er nicht nur ein kartografisches Werk ist, was Kontinente und Küstenlinien zeigt, sondern wir haben ganz viele Ortsnamen darauf verzeichnet. Wir haben kleine Bilder und Miniaturen, die uns viel erzählen und auch noch zahlreiche Inschriften. Und auch auf diesen Inschriften kann man viel lernen über die Zeit um 1500. Wir haben dokumentarische Hinweise von anderen Erdgloben, die sind aber nicht mehr erhalten. Und so viele Hinweise sind es auch nicht. Und tatsächlich die Fülle an Informationen und auch der enzyklopädische Ansatz, könnte man sagen. Also der Globus beschränkt sich jetzt nicht nur auf so eine scheinbar neutrale Beschreibung der Welt, sondern es gibt ganz viele Hinweise in ganz verschiedene Richtungen. Wir finden Hinweise auf Ressourcen, auf Handelsware. Wir finden aber auch Hinweise auf eine, ich würde es jetzt religiöse Topographie nennen, also die wichtigen Orte, die der Heiligen Schrift sind dort verzeichnet. Das ist nochmal was ganz anderes. Und auch was wir vielleicht heute ethnografische Hinweise nennen würden. Also wie hat sich eine ganz andere Gesellschaft ganz am Ende der Welt von europäischer Sicht aus ernährt? Wie haben sie sich angezogen? Wo haben sie gewohnt? Also eine Charakterisierung anderer Gesellschaften. Und das ist tatsächlich das Spannende, dass wir so eine ganz breite Weltsicht haben, also ganz verschiedene Aspekte und nicht nur so eine ganz nüchterne Beschreibung. Was vielleicht auch was ist, was Karten nie machen, sondern es gibt immer Karten geben immer eine bestimmte Weltsicht, einen bestimmten Ansatz, einen bestimmten Blick auf die Welt. Ich habe gerade diesen enzyklopädischen Ansatz des Globus schon beschrieben, der uns darauf hinführt, dass der Globus von ganz vielen verschiedenen Seiten beforscht werden kann. Das heißt, er braucht etwas, was wir interdisziplinäre Forschung nennen würden heute. Germanisten interessieren sich für die Inschriften, die in einer bestimmten Stadium der deutschen Sprache geschrieben wurden. Kartografiehistoriker interessieren sich eher dafür, welche Quellen dort verwendet wurden für die Karten, die dort gezeigt werden. Religionshistoriker interessieren sich vielleicht mehr für die Darstellung des Roten Meeres oder der Arche Noah, die wir auf dem Globus sehen. Kunsthistoriker interessieren sich für die kleinen gemalten Miniaturen. Und so könnte ich jetzt die Liste immer weiter fortführen. Wir brauchen eine Gruppe an Experten für ganz verschiedene
Bereiche, also nur eine interdisziplinäre Forschung kann diesen Globus vollständig erfassen. Da kann man auch noch einiges tun. Wir jetzt am Germanischen Nationalmuseum haben uns gesagt, in den nächsten Jahren legen wir den Fokus eher auf die Vermittlung. Da können wir noch sehr, sehr viel tun. Der Globus ist in keinem so guten Zustand. Er ist vielleicht auch ein bisschen schwer dadurch zu verstehen. Und wir können einiges tun, um die Lesbarkeit und die Verständlichkeit des Globus noch zu verbessern. Ich denke, das ist der Fokus, den wir jetzt legen sollten. Und ich denke, auch mit dieser Beschäftigung tun sich die Fragen auf, die dann in Zukunft uns beschäftigen werden. Das Spannende eigentlich im Globus ist um 1500, dass wir es mit einer Zeit zu tun haben, in der, könnte man sagen, die Welt ganz neu nochmals wieder weiter zusammenwächst. Also wir verstehen an diesem Globus vor allem erstens, dass die Europäer zu dem Zeitpunkt noch keine so konkrete Vorstellung von der Welt haben. Also jedenfalls kartografiehistorisch kann man das sagen. Es gibt natürlich Informationen, die eifrig gesammelt wurden, Hinweise, aber dass man wirklich so eine ganz gute Vorstellung von den Weltregionen hat, das kann man auf dem Globus nun wirklich nicht behaupten. Das heißt, wir sind in einer Zeit der Neugier, in der man wirklich ausgreift und die Welt eigentlich nochmal ganz neu kennenlernen will. Und wir sind in einer Zeit, in der eben diese starke Vernetzung der Weltgegenden erst angestoßen wird. Also das, was wir heute Globalisierung nennen, so ein ganz starkes ökonomisches, aber auch politisches Ineinandergehen der Weltregionen. Da sehen wir eben Anfang der frühen Neuzeit um 1500, das ist der Start, an dem das eigentlich losgeht. Das heißt, damit beginnt eigentlich etwas, was wir wirklich Weltgeschichte nennen können, eine vernetzte Welt, die gegenseitig auch Einfluss auf sich hat, sozusagen die Gegenden gegenseitig. Das ist das Zentrale am Globus und das erforschen wir. Wir haben mit dem Globus einen sehr speziellen europäischen Blick auf die Welt und ich finde es so spannend, dass es auch ganz nahe Regionen eigentlich von uns aus betrifft. Also einerseits ist Europa mit einer gewissen Nachlässigkeit dargestellt. Also es war irgendwie nicht der Point of Interest, das wirklich der Fokuspunkt, sag ich mal, auf dem Globus. Andererseits sehen wir eben schon an Skandinavien, wie schlecht bekannt Skandinavien in Mitteleuropa war. Auch Richtung Nordpol wird es sehr seltsam. Also auch das Nahe ist gar nicht so gut erforscht, da ist dann fast die Westküste Afrikas schon besser bekannt. Und wir sehen eben wirklich immer wieder, es ist dieser europäische Blick auf die Welt. Es ist das, was wir hier in Europa, in Nürnberg wussten über den Globus. Er ist ja von Martin Beheim, einem Nürnberger Kaufmann, initiiert worden, vom Nürnberger Rat in Auftrag gegeben und bezahlt. Und das sieht man dem Globus auf jeden Fall an. Man hat sich schon sehr bemüht, aktuelles Wissen zusammenzutragen, aber wir sehen eben ganz genau, an welchem Punkt das Wissen immer dünner wurde. Und das finde ich auch so schön am Globus, dass es auch immer vermerkt wird. Bis hierhin hat der antike Geograph Ptolemäus gewusst, wie es aussieht. Bis hierhin ist Alexander der Große gekommen. Hier kann uns Marco Polo mehr sagen. Also immer wieder dieses Bemühen, überhaupt die ganze Kugel zu füllen sozusagen. Und das hat sich bis heute natürlich wahnsinnig verändert, wobei man sagen muss, dass manche Weltgegenden auch erst seit 100 Jahren wirklich so genau bekannt sind. Also ich hatte ja eben Skandinavien genannt. Da könnte man wirklich denken, na gut, das hat man dann aber im 16. vielleicht dann auch in den Griff gekriegt. Aber gerade so die Entdeckung des Nordens hat ja bis Ende des 19. Jahrhunderts gedauert, bis man wirklich die perfekte, konkrete Vorstellung hatte, wie es aussieht. Und das ist vielleicht das Spannende, ja, wie sich das in den Folgejahrhunderten das Bild immer weiter vervollständigt hat, bis wir nur noch ganz, ganz wenige Leerstellen im Prinzip am Ende hatten. Aber ein mühsamer, ein langwieriger Prozess, den der Globus überhaupt nicht vermittelt. Denn ganz im Gegenteil gibt es eine Inschrift, in der, vergleichsweise eben steht, es war so einfach wie nie. Man muss nur auf ein Schiff steigen, losfahren und dann kann man in die Welt fahren und sich eben die großartigen Ressourcen, die sie zu bieten hat, holen. So einfach war es nicht. Aber die Hoffnung, die war da. Die Auszeichnung ist ganz wichtig fürs Germanische Nationalmuseum. Wir sind sehr glücklich darüber und können uns über neue Aufmerksamkeit auch freuen für dieses tolle kulturhistorische Dokument, denn es ist ja Dokumentenerbe geworden. Wir haben eigentlich zwei besondere Aufträge, jetzt könnte man sagen. Der eine Auftrag für uns ist der wichtige, dass wir ihn nochmal vermitteln und uns wirklich genau fragen, was er
für uns bedeutet, aber nicht nur für uns Europäer, sondern für jeden Menschen auf der Welt, denn das ist die Aufgabe. Und natürlich kommt die Auszeichnung auch mit einer großen Verantwortung. Also die Nächte nach der Bekanntgabe habe ich sehr schlecht geschlafen, weil es natürlich wirklich dann noch ein Nachdruck ist, weil wir doch mal auf eine andere Art und Weise den Auftrag bekommen haben, dieses kulturhistorische Stück, diesen Schatz auch wirklich für die nächsten Generationen zu bewahren. Und das ist gar nicht so ohne.